Gezielt eingesetzte Tellington T-Touches sind auch am Rücken sehr effektiv, da sie nachhaltig das Wohlbefinden stärken. Diese 6 T-Touches dienen der körperlichen Entspannung und Erholung. Da die Wirbelsäule für die Gesundheit von vielfältiger Bedeutung ist, wirken sich die Wohlfühlanwendungen der T-Touches natürlich auch positiv auf den ganzen Körper aus. Die Wirbelsäule ist für äußere Körperhaltung, die körperliche Belastbarkeit und die körperliche Flexibilität zuständig. Auf psychischer Ebene nun spiegelt der augenblickliche Zustand der Wirbelsäule die innere Haltung, die psychische Belastbarkeit sowie die geistige Flexibilität wider. Da der Körper und die Psyche untrennbar miteinander verbunden sind, reflektiert die Wirbelsäule ebenso wie jeder andere Bereich des Körpers immer auch eine psychische Thematik. In stressigen Zeiten steht zudem die gesamte Skelett- und Rückenmuskulatur dauerhaft unter extremer Anspannung und verkrampft immer mehr, vor allem wenn es sich um langanhaltenden Stress handelt. Das Ergebnis können chronische Rückenschmerzen sein. Der Muschel-T-Touch ist ideal für sensible, kranke oder auch verletzte Hunde, da die ganze aufliegende Hand Wärme und Sicherheit vermittelt. Der Muschel-T-Touch vertieft die Beziehung zu unserem Tier und wirkt entspannend, da er dabei hilft, die Atmung zu regulieren und zu vertiefen. Beim Muschel-T-Touch legen wir unsere Hand leicht auf den Körper und bewegen mit der gesamten Handfläche die Haut. Die Bewegung ist ein 1,25 Basiskreis, beginnend bei 6 Uhr. Wenn wir einen Kreis beendet haben, verbinden wir ihn mit dem nächsten, indem wir ein Stück auf dem Fell weitergleiten und neu beginnen. Bei den Schultern beginnend führen wir die Muschel-T-Touches in einer parallelen Linie zur Wirbelsäule aus. Hierbei atmen wir bewusst und entspannt. So können wir bei Nervosität, Verspannungen oder Schmerzen die Muskelpartien lockern. Der Muschel-T-Touch kombiniert mit dem Quallen-T-Touch wirkt sehr wohltuend und schmerzlindernd, da er die Faszien lockert und zu tiefer Entspannung führt. Gerade bei chronischen Schmerzgeschehen ist es also wunderbar, den Quallen-T-Touch zu verwenden. Zur Kontaktaufnahme beginne ich mit Noahs Marsch. Hierbei streicht meine Hand achtsam über den Rücken bis zur Hüfte und das Bein hinunter. Für den Quallen-T-Touch führe ich nun wieder einen Muschel-T-Touch aus und hänge am Schluss bei 9 Uhr eine sanft vibrierende Bewegung an, um das Gewebe zu lockern. Der 1,25 Basiskreis des Muschel-T-Touches beim liegenden Hund wird in Richtung Pfoten ausgeführt, da wir im Grunde immer entgegen der Schwerkraft arbeiten möchten. Und wir nehmen den stehenden Hund als Referenzbild, egal ob er sitzt oder liegt. Auch die Quallen-T-Touches führe ich in einer parallelen Linie zur Wirbelsäule aus. Anschließend verwende ich wieder Noahs Marsch, um die T-Touch-Körperbehandlung abzuschließen. Hierfür lege ich die Hand sanft auf das Fell und folge in einer fließenden, ruhigen Bewegung den Konturen des Körpers. Kreisende T-Touches wecken in der Regel Bewusstheit an bestimmten Stellen des Körpers, während Noahs Marsch dafür sorgt, dass die Bereiche alle wieder miteinander verbunden werden. Dadurch kann sich das Bewusstsein im ganzen Körper ausbreiten. Der Raupen-T-Touch ist Balsam für den Rücken, da er bei Verspannungen im Schulter- und Rückenbereich hilft, aber auch bei Nervosität oder Ängstlichkeit. Er wird mit beiden Händen ausgeführt, die etwa in einem Abstand von 5 bis 10 cm auf dem Rücken aufgelegt werden. Dann schieben wir die Hände sanft und langsam zusammen
pausieren kurz und begleiten die Haut wieder in ihre Ausgangsposition zurück. Der Druck ist nur so leicht, dass sich die Haut eben verschieben lässt. Das Gewicht der Hände sollte nicht spürbar sein. Wenn die Hände zusammenkommen, liegt das Fell leicht in Falten. Raupen-T-Touches werden entlang der Rückenlinie ausgeführt. Wir beginnen am Hals und enden an der Hinterhand. Ja. Beim Raupen-T-Touch ist es wichtig, mitzuatmen und die Atmung dem Tempo anzupassen. Ein idealer, sehr entspannter Rhythmus ist beispielsweise bis 4 zählen und zusammenschieben, bis 4 zählen und halten und bis 8 zählen und ausatmen. Das Auseinanderführen der Hände dauert also doppelt so lang wie das Zusammenschieben. Dies begünstigt den entspannenden Effekt. Ein angepasster Atemrhythmus könnte so aussehen. Wir atmen beim Zusammenschieben ein, beginnen mit dem Ausatmen während der Pause und beenden es während des Zurückbegleitens der Haut. Beim Tarantel-T-Touch liegen beide Hände nebeneinander. Die Fingerspitzen zeigen nach vorne in die Bewegungsrichtung. Die Daumen sind zur Seite gerichtet und berühren sich leicht. Nun wandert man mit beiden Zeigefingern gleichzeitig einen Schritt von ca. 3 cm nach vorne. Dabei ziehen wir die Daumen wie einen Flug hinterher. Die Haut, die sich vor den Daumen befindet, wird dabei sanft gerollt. Im nächsten Schritt führen wir die Mittelfinger einen Schritt vor. Zeigefinger und Mittelfinger wechseln sich bei jedem Schritt ab. Die Daumen werden immer hinterhergezogen, wie ein Pflug. Dabei entsteht eine fließende Bewegung. Hauptsächlich wird dieser T-Touch angewendet, wenn der Hund auf dem Bauch liegt oder aufrecht sitzt. Dabei wird über den Rücken gearbeitet neben der Wirbelsäule. Wichtig ist hierbei die gleichmäßige, rhythmische und fließende Bewegung der Hände. Eine beruhigende Wirkung hat der Tarantel-T-Touch, wenn er langsam und mit der Fellrichtung von den Schultern bis zur Rute ausgeführt wird. Eine eher aktivierende Wirkung hat er, wenn er schneller, rollender und gegen die Fellrichtung, also von der Rute in Richtung Schultern, ausgeführt wird. Bei der Maus auf der Leiter arbeiten wir mit 2 Fingern entlang der Wirbelsäule. Wir können entweder mit Zeigefinger und Mittelfinger abwärts klettern oder aber mit Daumen und Zeigefinger. Ein Finger befindet sich auf der linken Seite der Wirbelsäule und der andere auf der rechten Seite. Beide Finger beschreiben zuerst einen Waschbär-T-Touch, also einen kleinen, sehr leichten, sanften 1/4 Kreis auf dem Rückenwirbel. Es ist wichtig, nur mit dem leichtesten Druck zu arbeiten. Denn der Effekt kommt nicht durch Druck zustande, sondern durch die Förderung der Bewusstheit und damit der Durchblutung in dieser Region. Das Ziel ist vielmehr, die Zellen zu einem aktiven Austausch anzuregen. Bei der Maus auf der Leiter T-Touchen wir immer von vorne nach hinten, beziehungsweise beim sitzenden Hund von oben nach unten, also immer Schultern Richtung Rute. Genau wie wir haben Tiere von Zeit zu Zeit Stress in ihrem Leben. T-Touches sind ein wunderbares Werkzeug, um die Auswirkungen von Stress abzumildern und das Tier in einen entspannteren, aufnahmefähigen Zustand zu versetzen. Dies ist die Grundlage für ein harmonisches Miteinander. Außerdem bauen T-Touches ein tiefes, gegenseitiges Vertrauen auf. Ein regelmäßig getouchter Hund bekommt ein intensiveres Körperbewusstsein und fühlt sich insgesamt wohler.